Der Ära-Park ist released. Jetzt fragt sich jeder, wie es funktioniert. Damit begrüße ich euch herzlich zu unserem kleinen, wunderbaren Ära-Park-Tutorial, welches wahrscheinlich nicht unbedingt so klein ist und aber dafür recht lang. Leute, mein Name ist W, Teammitglied von Coaster Galaxy World. Ich glaube, meine Stimme kennt ihr schon langsam hier auf dem Kanal. Mit dabei ist, falls ich irgendwas vergesse oder einen Fehler mache, zur Korrektur noch der Dennis mit dabei. Hola. Und der Tillmann mit dabei. Servus. Wir laufen jetzt... Und hallo. Genau richtig. Wir laufen jetzt einmal durch den kompletten Park. Nehmen die wichtigsten Funktionen mit, zeigen euch, wie man eine Anlage vorbereitet, wie man die Checklisten abarbeitet und so weiter. Für euch ganz wichtig, wir werden uns die Mühe machen, unten eine wunderschöne Timeline zu erstellen, sodass ihr auch direkt wisst, welches Thema ungefähr bei welcher Stelle drankommt. Weil dieses Video wird lang werden. Das garantiere ich euch im Voraus. Wenn wir bei einer Stunde sind, bin ich schon stolz auf uns. Zudem... Ja? Ich glaube nicht, dass das bei einer Stunde bleibt. Ich auch nicht, deswegen bin ich dann stolz auf uns. Zudem, was ich dazu sagen muss, wir sind momentan nicht in der Release-Version, weil wir noch mitten in der Arbeit sind. Das heißt, Sachen, die ihr hier seht, können noch anders sein in der Release-Version und können sich noch verändern. In Betracht beziehen, aber es sollte eigentlich alles von den Funktionen zumindest gleich bleiben. Genau. Und ich versuche so ruhig wie möglich Kamerafahrten zu machen, sodass ich weniger andere Bilder reinschneiden muss. Wir sind in den Ära-Park reingeladen und kommen direkt in diesem Raum an. Aus diesem Raum gibt es keine Flucht mehr. Das heißt, ihr versucht irgendwo hinzufliegen, ihr kommt immer wieder hier raus. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal überlegen, was wir hier so alles haben. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal von links nach rechts. Wir haben hier einen Weather Controller, Wettereinstellungen. Wir haben im Ära-Park unterschiedliche Seasons eingebaut. Das heißt, ihr könnt hier schon entscheiden, wolltet ihr im Frühling starten, im Sommer starten, Winter oder Herbst. Könnt ihr hier entscheiden und über Weather On-Off direkt aktivieren. Genau, wenn ihr hier das Wetter aktiviert habt, ist im Standardmodus direkt das Wetter an. Im Maintenance-Modus, was die beiden Modusse machen, erklären wir gleich. Im Maintenance-Modus ist das Wetter automatisch immer von Anfang an direkt an. Ihr könnt aber auch trotzdem auswählen, welche Season läuft. Auf der rechten Seite haben wir einen Monitor fürs Piep-System. Natürlich, wir haben wieder unsere Gäste in den Park reingebracht. Ihr könnt hier schon mal im Voraus entscheiden, wie viele Gäste sollen maximal in den Park kommen können. Wir haben eine maximale Zahl von 2180 Personen vorgeschrieben. Mehr sollen nicht rein. Aber ihr könnt gerne nach unten gehen. Und könnt sich hier schon mit Spawn Peeps direkt aktivieren. Was man dazu sagen muss, ihr könnt eine maximale Zahl dort entscheiden. Das heißt, durch die Wettereinflüsse, wenn ihr das Wetter aktiviert, tut sich auch variieren, wie viele Leute in den Park reinkommen. Das heißt, vielleicht an einem regnerischen Tag sind es nur 1000 Leute statt 2180. So ein bisschen Variation. Die beiden Knöpfe. Die große Auswahl, bevor wir in den Park gehen. Standardmodus oder Maintenance-Modus. Ganz schnell heruntergebrochen. Wir werden im Maintenance-Modus gleich reingehen und den uns ein bisschen genauer anschauen. Der Standardmodus ist förmlich, ihr geht großteils als Besucher rein und erlebt den Park. Ihr könnt da drin ganz normal rumlaufen und den kompletten Park genießen.
Ihr könnt auch trotzdem die Anlagen steuern und unterschiedlichste Sachen machen. Funktioniert trotzdem. Der große Unterschied ist, im Maintenance-Modus ist der Park von Anfang an geschlossen. Das heißt, ihr müsst die Bahnen herrichten, sie warten, es kommen Störungen, es ist ein Haufen zu tun. Das ist der einzige Unterschied. Standardmodus, großteils als Gast, beziehungsweise ich sage jetzt mal normal No Limits reingehen. Maintenance-Modus, wir erweitern alles ein bisschen und ihr müsst den Park verwalten und die Anlagen warten. Und weil das der Part ist, der ein bisschen schwieriger wird, gehen wir auch direkt mal in den Maintenance-Modus rein, sodass wir uns einfach mal anschauen können, wie das denn alles so funktioniert. Und es regnet. Wie immer. Hast dir guten Tag ausgesucht. Absolut. So. Im Maintenance-Modus starten wir in der Mitarbeiterwohnung. Diese Mitarbeiterwohnung befindet sich im Dorf. Ich weiß gerade gar nicht. Doch, das ist Waldberg, das Dorf. In Waldberg. Und dort könnt ihr auch, wie schon im Eldorado Resort, nur dort im Hotel, könnt ihr euch hier auch hinlegen. Und einfach mal den Tag vorbeiziehen lassen und in den nächsten Tag gehen. Das geht bei uns jetzt zumindest mit einem Fingerschnips. So, wenn wir wieder wach sind. Wir haben hier 6 Uhr. Also, wenn ihr im Maintenance-Modus startet, seid ihr automatisch auch immer um 6 Uhr in der Map drin. Wenn ihr im Standard-Modus startet, dann kommt ihr erst um 8:30 Uhr am Bahnhof an. Aber wir begeben uns jetzt einfach mal in Richtung des Parks. Beziehungsweise, ich zeige euch kurz, wie ihr da schnell und einfach hinkommt. Und dann fahre ich, beziehungsweise überspringen wir einmal ganz kurz den kompletten Weg. Ihr habt nämlich hier ein Auto, könnt mit E reingehen. Ihr seht hier einmal, wie ihr das komplette Auto bedienen könnt. Und damit könnt ihr ganz entspannt einmal zum Park fahren. Habt auch den Mitarbeiterparkplatz dazu am Kreisel die zweite Ausfahrt nehmen. Wir sind am Park angekommen, auf dem Mitarbeiterparkplatz. Das heißt, wir steigen jetzt einfach mal entspannt aus und gehen mal in das Verwaltungsgebäude. Das Verwaltungsgebäude hat eigentlich nicht viele Funktionen. Ihr habt hier nur einmal einen Lichtschalter, um das Licht im Verwaltungsgebäude ein- und auszuschalten. Und könnt aber auch hier hinten einmal die Autobeleuchtung von dem Mitarbeiterbereich ein- und ausschalten. Ihr seht, jetzt ist es hier ein bisschen heller. Das ist schön, weil wir gehen jetzt einfach mal hier hin, nehmen unser Golfkart und fahren mal zum Kontrollraum und schauen mal, was wir heute so für Aufgaben auf dem Tisch haben, um zu wissen, was wir jetzt gleich alles machen müssen, und gehen dort einmal die wenigen Monitore durch, die wir dort, ja, vor uns finden werden. Die 1 oder 2, die wir haben. Ja. Ist ja zum Glück nicht mehr geworden als im Eldorado. Genau. Im Kontrollraum angekommen, rechte Seite gibt es einmal einen Lichtschalter. Und dann gehen wir einmal hier vor. Hier habt ihr nochmal 4 unterschiedliche Lichtschalter, womit ihr einerseits die Maintenance Area nochmal auf ein- und ausschalten könnt, die Lichter, den allgemeinen Parkbeleuchtung ein- und ausschalten könnt, Wasser ein- und ausschalten könnt und die Wartezeitenanzeige. Die Autobeleuchtung und auch der Maintenance-Bereich schaltet sich abends selbstständig ein, sobald es dunkel wird. Die Wasserspiele und auch die Warteanzeige schalten sich nicht von selbst ein. Das heißt, da müsst ihr selbstständig hingehen und diese einschalten. Im Standardmodus sind die aber auch schon im Voraus aktiviert. Genau. Ja, wir arbeiten uns jetzt einfach mal von links nach rechts, damit es ein bisschen strukturierter hier bleibt an den Monitoren. Bei den Monitoren oben links haben wir unsere Kameras. Mit einem Linksklick drauf kommt ihr in unsere Kameraansichten. Die sind im kompletten Park, sind so ein paar Kameras verteilt. Mit W und S könnt ihr dabei vor- und zurückspringen und mit Leertaste einmal die Night Vision aktivieren. Die Night Vision schaltet sich aber, beziehungsweise die Nachtsicht schaltet sich automatisch aus, sobald ihr rausgeht aus der Kamera. Die Kamera wird sich aber gemerkt, wo ihr zuletzt drin wart. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe
und wieder in die Kamera reingehe, seht ihr, wir sind direkt wieder in derselben Kamera wie davor. Und da hat es im kompletten Park ein paar verteilt, sodass ihr den kompletten Park im Überblick haben könnt. Unter den Kameramonitoren haben wir das Peep-System. Ist relativ gleich aufgebaut wie schon im Spawnraum, nur hier hat es ein bisschen mehr Funktion. Ihr könnt wieder einstellen, wie viele Peeps maximal in den Park kommen dürfen. Wir betonen, maximal, variiert natürlich je nach Wetterlage. Ihr könnt auch wieder diese Peeps aktivieren und spawnen lassen. Über Open Park macht ihr förmlich unser großes Haupttor. Ihr seht es hier, haben wir einmal unsere großen 6 Tore, die über Open Park aufgehen und sobald die offen sind, wir machen sie mal kurz auf, seht ihr, könnt ihr dann Close Park drücken. Wenn ihr Close Park aktiviert, wartet der komplette Park bzw. diese Tore drauf, bis alle Gäste draußen sind. Und erst dann gehen förmlich wieder die Haupttore komplett zu. Wenn mal, wir wollen die Wahrscheinlichkeit nicht ausschließen, wenn mal irgendein Piep, einer unserer Gäste, sich irgendwo feststeckt, irgendwo nicht mehr auffindbar ist, irgendwas sein sollte, könnt ihr mit einem Doppelklick auf den Hard Reset das komplette Piep-System neu laden. Was wichtig ist zum Betonen, erstens einen Doppel-Linksklick drauf machen und das Spiel ist für ungefähr 30 Sekunden komplett gefreezed. Das heißt, ihr könnt nichts machen, es ist normal, es löst sich bald auf und bald könnt ihr euch wieder bewegen. Es dauert nur ein bisschen skripttechnisch. Genau. Oben haben wir jetzt hier unseren Time Controller. Der Time Controller gibt euch einerseits die Information, welche Zeit wir aktuell haben. Ihr seht gerade 6:13 Uhr. Ihr könnt darunter einstellen, auf welche Uhrzeit ihr gerne springen möchtet. Ich sage jetzt mal, ich mag jetzt gern, dass wir unser Arbeitsbeginn eigentlich erst um 6:30 Uhr haben. Also stellen wir jetzt einfach mal schnell 6:30 Uhr ein. So und so. Und können dann über Set-Time förmlich direkt die Zeit auf 6:30 Uhr vorstellen. Ihr seht, es braucht einen kurzen Moment und dann haben wir es auch schon erreicht. Die Realtime. Im Maintenance-Mode ist die direkt automatisch aktiviert, im Standard-Modus nicht. Die Realtime, die Realzeit, sagt förmlich, dass wenn diese aktiviert ist, wie ihr es jetzt hier gerade seht, dass 1 Minute Spielzeit auch wirklich 1 Minute Echtzeit sind. Solltet ihr es ausschalten, dann ist das eingestellt, was ihr bei euch unter Optionen, die ihr in den Optionen unter Day-Night-Circle eingestellt habt. Das heißt, habt ihr 120 Minuten, dann dauert da ein Tag genau 120 Minuten. Wir lassen aber mal die Realtime an, damit die Zeit nicht wie im Fluge vergeht. So rum. Darunter haben wir die Statistik. An sich selbst erklären. Die zeigt euch viele Statistiken an, sodass ihr mit euren Freunden euch gegenseitig vergleichen könnt und sagen könnt, schaut mal, ich war im Park und hatte heute insgesamt 3478 Peeps gedispatcht. Das heißt, ihr seht insgesamt, wie viele Peeps gespawnt sind, aktuell, wie viele Gäste im Park sind, wie viele Gäste aktuell in der Queueline sich befinden, wie viele Gäste gerade auf einer Attraktion sind, wie viele insgesamt schon gedispatcht worden sind und wie viele Tickets verkauft worden sind. Das ist alles, was ihr hier auf diesen Statistiken seht. Es gibt im Park noch mehrere Statistiken verteilt. Die sind dann aber je nach Punkt, wo sie sind, noch ein bisschen angepasster und auf die jeweilige Station angepasst. Aber im Prinzip sind sie immer gleich aufgebaut. Und dann haben wir diesen Monitor. Auf den ersten Blick sagt er noch nicht viel aus, macht aber was sehr Wichtiges. Dieser Monitor ist für unsere Gates. Wir haben hier hinter unseren großen Eingangstoren haben wir sogenannte Speed Gates. Und die könnt ihr über diesen Monitor einstellen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, der Speedgate Nummer 1 soll geöffnet sein und Speedgate Nummer 2 soll auf Exit sein, ist jetzt förmlich Speedgate 1, können die Gäste hineingehen. Und über Speedgate 2
können die Gäste hinausgehen. Alle anderen Speedgates sind gerade auf geschlossen und somit nicht an. Was man dazu sagen muss, wenn ihr das Haupteingangstor öffnet, gehen die Speedgates direkt auf eine vorgefertigte Einstellung, die fürs Öffnen schon da ist. Das heißt, das sind alle Speedgates auf Eingang gestellt, bis auf die 2 hier außen. Ihr könnt aber danach variieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Und sobald die Tore aus sind, gehen auch die Speedgates wieder komplett aus. Ihr könnt auch über Open All, Close All und Exit All direkt alle Speedgates gleichzeitig steuern. Hier haben wir jetzt eine andere Version des Wettercontrollers. Ihr seht hier nämlich, welche Jahreszeit aktuell ist und welcher Tag. Das heißt, wir haben pro Jahreszeit haben wir immer 2 Tage. Das heißt, 2 Tage Frühling, dann kommen 2 Tage Sommer, 2 Tage Herbst, 2 Tage Winter. Dementsprechend verhält sich auch das Wetter. Wir haben für euch hier immer 2 Tage direkt angezeigt, wie das Wetter sein wird. Ihr seht immer Morgen, Mittag und Abend. Das Wetter hält sich auch daran, was euch da angezeigt wird. Aber ihr könnt bei manchen Tagen habt ihr eine stündliche Veränderung, manchmal verändert sich das Wetter ein bisschen weniger. Das heißt, das Wetter ist gut dynamisch unterwegs. Aber um das zu haben, müsst ihr es hier unten erst aktivieren. Entweder habt ihr das schon im Spawnraum gemacht, macht es hier, oder wenn ihr im Maintenance-Mode geht, ist es direkt automatisch aktiviert. Sobald es aktiv ist, ihr seht es auch hier unten nochmal auf Englisch geschrieben, hat es einen Einfluss, wie viele Gäste in den Park kommen. Über diese 4 Monitore hier könnt ihr die Wartezeiten einstellen. Recht einfach und schnell, ihr seht alle 8 Attraktionen, die eine Wartezeit haben und könnt hier dran mit rechts hochstellen, mit links runterstellen und einfach so die Wartezeiten variieren. Ihr könnt über das X-Symbol hier an der Seite auch direkt auf Close stellen. Ihr habt auch nochmal ein Symbol für Wartung und für Wetter. Das Wartungs- und Wettersymbol machen genauso wie das Closed-Symbol einfach auch großteils nur, dass die Gäste nicht mehr in den Wartebereich hineingehen. Wenn die Attraktionen von der KI bzw. von der Automatik gesteuert werden, dann wird auch die Warteanzeigen direkt automatisch mitverstellt. Genau. Gehen wir weiter hier rüber. Das ist jetzt ein sehr großer Bereich, der nur bzw. am wichtigsten für den Maintenance-Modus ist. Weil ihr hier drüber viele Einstellungsmöglichkeiten habt. Ihr könnt hier auf der ersten Spalte steht gerade überall Auto Open. Damit macht ihr die Wartebereiche auf. Das heißt, alle Türen gehen auf, die Warteanzeige geht direkt auf 0 und ist dann förmlich der Wartebereich geöffnet mit Licht und Sound. Wenn wir das machen, das können wir jetzt zum Beispiel mal kurz beim Balloon Race, schalten wir es ein. Dann sehen wir auch direkt, okay, Balloon Race bekommt jetzt hier unten einmal gleich eine 0 stehen. So, und ist somit geöffnet und auch die Kordel am Eingangsbereich vom Balloon Race ist offen. Im Anschluss steht dann hier Auto Close. Das macht eigentlich genau dasselbe, nur andersrum. Es stellt die Warteanzeige auf geschlossen und macht auch direkt die Kordel am Balloon Race zum Beispiel direkt zu. Dann haben wir diese zweite Spalte. Die zweite Spalte macht viele Sachen gleichzeitig. Ihr habt jetzt bei den meisten Attraktionen Auto Maintenance stehen. Die Auto Maintenance ist eine Checkliste, die abgearbeitet wird. In dem Fall, wenn man die Auto Maintenance aktiviert, von einem von unseren 3 Mitarbeitern hier unten. Wir können es aber natürlich auch selbst machen. Das werden wir jetzt gleich auch bei jeder Attraktion einmal durchführen, sodass ihr seht, was da passiert. Ihr könnt immer nur 3 Mitarbeiter gleichzeitig eine Maintenance durchführen lassen. Das heißt, es muss ein bisschen koordiniert werden, welche Attraktion ihr von den Mitarbeitern machen lässt, welche ihr selbst macht oder wann ihr welchen Mitarbeiter zu der Attraktion schickt. Bevor die Maintenance aber an den Attraktionen nicht durchgeführt wird, können auch keine Dispatches durchgeführt werden und der Gastbetrieb kann nicht gestartet werden an den Attraktionen. Sobald die Attraktionen die Maintenance beendet haben, gibt es einen Auto-Ride-Start. Das
Das haben jetzt bei uns hier zum Beispiel schon der Gyro Tower, der Aussichtsturm, somit auch der Balloon Race und die Parkeisenbahn. Der Auto Ride Start ist großteils dafür da, um die Anlage dann förmlich zu aktivieren. Das heißt, der Strom wird nochmal eingeschalten. Im Fall jetzt von den Attraktionen, die mehrere Züge haben, wird auch immer auf volle Kapazität vollgemacht. Das heißt, Neutron zum Beispiel, unser Extreme Spinner Coaster, hat 3 Züge und somit werden dann alle 3 Züge direkt auf die Schiene gebracht. Wiederum, sobald es gemacht ist, gibt es noch ein Auto Ride Stop heißt er. Dadurch wird einfach auch wieder alles, was auf der Strecke ist, eingeparkt und ist damit wieder verräumt. Zudem gibt es in der Spalte noch ein Auto Repair. Aber dazu kommen wir später, wenn wir noch ein bisschen genauer auf die Störungsfälle drauf eingehen. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alles durch. Auf die Malfunction-Karte gehen wir später drauf ein bei den Störungen. Wir haben noch hier zwei Displays. Der eine, beziehungsweise dieser Sound-Controller, diese Soundbox hier rechts, die ist einfach nur dazu da, um im kompletten Park Musik abzuspielen. Über das Drücken auf dem rechten Play-Knopf wird im kompletten Park die Musik gestartet und auf dem linken wird nur der einzelne Bereich, der hier gerade ausgewählt ist, gestartet. Über die Pfeilknöpfe könnt ihr auch weiterschalten. Auf dem linken hier haben wir einfach nur ein Ansagensystem. Das heißt, ihr könnt hier unterschiedlichste Ansagen starten, von einer Morgensansage für die Mitarbeiter, zu Öffnungszeitenansagen, zu Feuerwerksansagen oder dass das Feuerwerk abgesagt wird, dass der Park bald schließt und dass der Park geschlossen ist. Diese Ansagen könnt ihr einfach abspielen. Ihr hört auch gerade schon, dass da auf einmal was gespielt wird. Ihr könnt einen Loop aktivieren, sodass die Ansage die ganze Zeit immer durchläuft. Oder eine Automatic-Play einschalten. Das heißt, ihr wählt aus, in welchem Minutenrhythmus es gespielt werden soll und schaltet dann einfach die Automatic-Play an und dann läuft die Ansage immer automatisch durch. So, die Monitore hier rechts sind einfach nur reine Deko. Vielleicht findet ihr 1, 2 Sachen. Wenn wir schon bei der Deko sind, findet gerne mal selbst heraus, was diese Knöpfe machen. Ich will euch nicht viel verraten. Findet sie gerne einfach beim Selbstspielen heraus. Das ist auch schon der Kontrollraum. Schnell und einfach erklärt. Naja, schnell nicht unbedingt. Doch, schnell war's schon. Wir gehen jetzt einfach mal durch den kompletten Ära-Park hindurch, schauen uns so ein bisschen um, gehen durch die einzelnen Attraktionen, machen die Checklistenabarbeitung und machen dann am Ende den Park noch auf, 1, 2 Störungen und dann, ja, findet ihr auch viel gerne noch im Spiel raus. Wir zeigen euch die, ich sage jetzt mal, komplizierteren Sachen, so ein paar einfache Funktionen oder auch manches Funktionen, wo wir uns denken, das ist zum spielerischen Herausfinden, verraten wir euch hier nicht unbedingt. Falls ihr aber nicht damit klarkommt, meldet euch gerne auf dem Discord. Gut, dann starten wir auch einfach schon mal direkt bei der ersten Attraktion. Das ist Clockwork. Clockwork ist ein Freefall Tower von Funtime. Ist, ja, ein paar Meter hoch, würde ich mal sagen. Und wir gehen mal durch den Ausgang rein. Hier habt ihr den Mitarbeiterbereich, beziehungsweise den Kontrollraum. Wird das da auch? Ja, ich glaube. Wird es da auch Kontrollraum genannt? Was genau? Ist eher Mitarbeiterstand, ne? Ja. Ja, ist so je nachdem, ne? Fahrstand. Meist, bei uns ist es Fahrstand. Fahrstand. Fahrstand hört sich gut an. Okay. Ja. Also Leute, hier findet ihr den Fahrstand. Schön, gleich was dazu gelernt. Genau. Bei jedem Fahrstand findet ihr eigentlich immer dasselbe. Egal bei welcher Attraktion. Ihr findet ein Walkie-Talkie. Ihr findet einmal ein Tablet. Und hier einen Haufen. Wir machen einfach mal ganz kurz von rechts nach links. Die Soundanlage kennt ihr schon. Selbe Funktion wie im Kontrollraum, nur für die Attraktion spezifisch. Das Panel kennt ihr auch schon für die Ansagen. Funktioniert genauso wie im Kontrollraum. Nur halt auch noch mit ein paar spezifischeren Ansagen für die Attraktion. Ride Statistics.
Ist eigentlich auch dasselbe, nur dass wir hier jetzt haben, dass es die Pieps in der Queueline von der Attraktion sind. Wie viele da drin sind, wie viele gerade aktuell auf diesem Ride sind und wie viele Pieps insgesamt schon gedispatcht wurden. Die 3 Werte beziehen sich aber immer nur auf den Ride bzw. auf die Attraktion, wo wir aktuell uns befinden. Dann haben wir einmal wieder die Warteanzeigen, wo wir auch wieder durchschalten können, wie im Kontrollraum. Und einmal wieder Kameras, die sich genauso verhalten wie im Kontrollraum, wieder mit Nachtsicht und so weiter. Auch komplette Anlage im Blick- und Wartebereiche. Die Knöpfe sind ein bisschen neuer. Das sind einfach nur Wartungslichter, die wir einschalten können. Dann haben wir ein Kontrollpult, darauf gehen wir gleich ein. Hier haben wir einmal ein Tablet, mit dem wir die Evakuierung der Queueline einleiten können. Wenn wir hier drauf gehen und es einschalten, dann laufen die Pieps bzw. die Gäste, die in der Queueline sind, rückwärts aus der Queueline wieder raus. Also gehen durch den Eingang wieder raus in den Park. Über das Walkie-Talkie, das haben die viele Attraktionen, die immer mit 2 Mitarbeitern bedient werden, können wir förmlich sagen, dass der Kollege, der normalerweise dann hier steht, wenn die Attraktion an ist, dann förmlich rausgeht und zur Bügelkontrolle geht. Bei der Attraktion spezifisch ist noch die Fernbedienung, die sich hier befindet, weil mit der können wir gleich einmal die Attraktion händisch bedienen. Brauchen wir auch gleich, weil wir die Checkliste jetzt einmal abarbeiten, also die morgendliche Wartung. Die befindet sich bei jeder Attraktion immer hinten in der Checkliste. Dieses Panel ist bei jeder Attraktion immer recht gleich aufgebaut. Ihr habt immer einen Hauptbereich, einen Checklistenbereich. Einen Statistikbereich habt ihr auch immer. Programm habt ihr eigentlich nur bei dieser Attraktion, wo ihr auch auswählen könnt, welches Fahrprogramm gerade bei dem Freefall Tower gefahren werden soll. Unter Manuell Settings findet ihr nochmal unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Ob jetzt die Bügel irgendwie gesperrt werden sollen oder einzelne Bügel, ob noch extra Licht auf der Attraktion angehen soll, das manuelle Fahren und der Onboard-Soundtrack kann hierüber ein- und ausgeschaltet werden. So, bevor wir mit der Checkliste loslegen können, müssen wir aber erstmal die Gondel befindet sich irgendwie mit dem Ketschka da oben. Irgendwie so ein Freefall Tower wird da oben geparkt, deswegen müssen wir den erstmal nach unten fahren. Dazu einmal natürlich Maintenance Mode aktivieren über diesen Schlüsselschalter, drücken hier auf Parking und tun einmal mit den Dispatch-Knöpfen bestätigen. Damit fährt jetzt erstmal das komplette Konstrukt einmal nach unten, sodass wir da gleich einmal loslegen können. Ja, die Bumperkolben funktionieren, hören sich gut an. Das Parking nehmen wir raus und jetzt gehen wir einmal schon mal in den Drive-Menü. Wir müssen nämlich etwas vorbereiten. Wir müssen jetzt das Catch-Car von der Gondel lösen, damit wir die 2 Teste, Overspeed Test Up und Overspeed Test Down, überhaupt machen können. Dazu gehen wir jetzt einmal hier hinten in den Technikraum. In dem Technikraum haben wir hier links einmal unsere Leiter. Die nehmen wir mit und gehen einmal auf die komplett andere Seite von der Gondel. Wir machen uns einmal kurz das Tor hier über den ersten Drehschalter auf und gehen nach hinten. Ja, ein bisschen schneller. Stellen sich hier wieder mit Linksklick auf und können nun auf das Catch-Car draufgehen. Hier links haben wir dann einmal diesen Haken, beziehungsweise den Hebel. Da drückt ihr einmal drauf, sobald ihr das grüne Symbol in der Mitte seht. Oder könnt auch natürlich einfach nur mit der Maus drauf gehen. Drückt drauf und dann haben sich die Haken vom Catch-Car gelöst. Ihr seht es jetzt auch hier, der Haken hat sich gelöst. Ihr könnt rein theoretisch die Leiter stehen lassen. Ich nehme sie immer gern mit, weil es wirkt irgendwie komisch, wenn da noch eine Leiter steht, währenddessen sich was bewegt. Und dann aktivieren wir jetzt den Overspeed Test Up. Dazu einmal einfach auf Testing drücken, davor natürlich noch den Drive manuell rausnehmen. Also auf Testing drücken und mit den Dispatch-Knöpfen die Fahrt starten. Beim Overspeed Test Up fährt jetzt das Catch-Car nach oben, baut immer mehr Geschwindigkeit währenddessen auf und sobald eine Geschwindigkeitsüberschreitung ist,
wird gleich der Turm in eine Störung reingehen und stehen bleiben. So, da haben wir jetzt den Moment erreicht. Der Turm ist stehen geblieben. Ihr seht jetzt auch hier oben, der Reset blinkt. Also tun wir jetzt einmal den Reset draufdrücken, um die Anlage zu resetten. Aktivieren den Drive Manual Mode, nehmen unsere Fernbedienung und halten den Knopf nach unten fahren gedrückt, sodass das Catch-Car einmal wieder komplett unten ist. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Wir sehen uns, sobald es unten angekommen ist. So, sobald das Catch-Car hier unten angekommen ist, ihr könnt hier so lange gedrückt halten, bis da nichts mehr weiterfährt, dann lasst ihr los. Legt gerne die Fernbedienung wieder zur Seite, dann haben wir ein bisschen mehr Sicht. Drive Manual ausschalten und wir gehen jetzt in den Overspeed Test Down. Was dieser macht, wieder Testing und mit Dispatch aktivieren, ist eigentlich genau dasselbe wie der Overspeed Test Up. Nur, dass er diesmal erstmal ganz normal bis ganz nach oben fährt. Und dann fährt er nach unten und wird dabei immer schneller und schneller und schneller, bis eine Übergeschwindigkeit angetreten ist und in eine Störung fällt. Die Tests werden gemacht. Die sind, soweit ich es mitbekommen habe, ich werde wahrscheinlich jetzt vielleicht im Hintergrund gleich korrigiert, werden gemacht, um einfach das System zu überprüfen. Also die sind wirklich auch real und werden gemacht, um das System zu überprüfen, dass sie wirklich im Sicherheitsfall bzw. im Notfall rechtzeitig abschalten. Liege ich richtig? Ja, das ist tatsächlich. Also es sind Originaltests von der Originalanlage und auch dort werden diese Tests ausgeführt, genauso wie wir auch noch Notaus-Tests eingebaut haben, wo wir gleich zukommen. Wir haben bei allen Anlagen versucht, ein bisschen Tests einzubauen, die den originalen Vorbildern mehr oder minder entsprechen. Genau. Währenddessen der Turm ist jetzt gerade wieder in der Störung gefallen. Das heißt, selbes Prozedere, Drive Manual bzw. Reset, Drive Manual und den Turm wieder händisch runterfahren. Wir sehen uns, sobald er unten ist. Das Catch-Car ist wieder unten. Das heißt, wir können weitermachen. Wir tun jetzt einmal kurz wieder die Fernbedienung beiseite legen. Drive Manual. Ganz kurz, Regie. Regie. Für die folgenden Tests ist es da sinnvoll, das Catch-Car wieder an die Gondel dran zu machen? Was fahren wir denn noch? Ja, ist sinnvoll. Ja, ist sinnvoll? Alles klar. Ja, ist sinnvoll. Gut, dann lassen wir jetzt einmal das Drive Manual nochmal drin und verbinden wir das Catch-Car an die Gondel. Das heißt, wir stellen unsere Leiter aus der Hosentasche wieder auf, laufen nach oben, und legen den Hebel wieder um. Damit ist jetzt wieder die Gondel mit dem Catch-Car verbunden und wir können die folgenden Tests machen. Sie funktionieren zwar großteils auch ohne das Catch-Car, aber es sieht einfach schöner aus. Die Leiter räumen wir auch direkt wieder auf. Weg ist sie. Und legen mit den nächsten Testen weiter fort. Drive Manual schalten wir wieder aus und machen jetzt einen E-Stop-Button-Test. Der ist recht einfach. Wir starten den Test wieder mit Dispatch und drücken einmal den E-Stop hier, drücken ihn und ziehen ihn wieder raus und einmal hier draußen. Wir drücken den Knopf und ziehen ihn wieder raus. Wenn ihr den nicht drücken können solltet, dann schaut, dass dieser Schlüsselschalter auch auf Player steht. Dann könnt ihr ihn auf jeden Fall reindrücken. Sobald die beiden drin gewesen sind, resetten wir wieder die Anlage und ihr seht, Test ist completed und grün. Dann kommen wir zum Harness-Test oder Bügeltest auch genannt. Wir starten ihn. Ihr seht, alle Bügel gehen auf. Und jetzt ist unsere schöne Aufgabe, einmal zu jedem Bügel hinlaufen und diesen zu schließen. 25 sind es an der Zahl. Oder? Ja, ich glaube 25 sind es. 24. 24 sind es. 24, ja. Das ist leider immer noch ein Textfehler. So. Auf Pult steht 25, es sind 24 Bügel. Okay. Stehen auch 24 drauf. Aber es werden keine abgehakt. Ist gefixt inzwischen. Okay. Aber es sind keine. Ja. Ihr seht, es ist noch ein bisschen Beta hier. Ja. Also jeden Bügel einmal zumachen, dann ist auch der wieder grün. Dann kommen wir zum Test-Tilt. Wir aktivieren. Die Bügel
fahren einmal, beziehungsweise tilten sich einmal nach vorne, sodass wir einen schönen Ausblick auf den Boden jetzt gerade haben. Und fahren auch wieder zurück. Traumhaft. Die wurden gut geschmiert. Man hat keinen einzigen Fehler gehört. Der Rotation-Test ist eigentlich auch genauso simpel. Sobald wir ihn starten, dreht sich die Gondel im Kreis. Eine Runde dreht sie sich und bleibt dann auch schon wieder stehen. Ja, das macht sie mit unglaublichen Geschwindigkeiten. Sodass man denken könnte, sie schläft. Aber da bremst sie auch schon. Oh, ich hatte gerade Angst, dass der Bug kommt. Egal. Sobald wir jetzt alle Teste beendet haben, müssen wir jetzt abwägen. Machen wir die Attraktion am Ende selbst auf und wieder an. Dann können wir die Attraktion jetzt einfach hier so stehen lassen. Wollen wir aber am Ende den Auto-Ride-Start benutzen, dass förmlich unsere Mitarbeiter die Attraktion starten, müssen wir jetzt bei der Attraktion einmal wieder die Gondel nach oben fahren, sodass sie oben geparkt ist. Dann nehmen wir gleich den Maintenance-Modus hier raus und schalten wieder das Steuerpult aus. Das müssen wir bei jeder Anlage machen. Also wenn wir am Tag sagen, okay, wir wollen alle Anlagen automatisch starten lassen, dann müssen wir immer alles wieder in den Zustand zurückbringen, wie wir es vorgefunden haben. Ansonsten müssen wir es leider selbst machen. So, sobald wir oben sind, haben wir glaube ich schon erreicht. Nein, wir fahren noch ganz langsam. Können wir das dann auch schon umsetzen. So, wir sind ganz oben angekommen, nehmen wieder das Parking raus, Maintenance raus und schalten die Anlage aus. Gut, dann haben wir Clockwork und so einen Freefall Tower schon soweit fertig. Wir machen mal zumindest die Türen zu, damit ich nicht von der Regie angeschnauzt werde. Und gehen weiter zu Neutron. Neutron, Extreme Spinning Coaster von Mack Rides. Ja, der Anfang ist immer ein bisschen dunkel. Wir gehen jetzt einmal hier hin und schalten mal die Lichter an. Ihr seht, eigentlich alle Displays sind schon wieder so bekannt. Ich gehe sie jetzt nicht wieder an jeder Attraktion durch, weil sie immer dasselbe machen. Auf was ich immer so ein bisschen grob jetzt eingehe, ist das Hauptsteuerpult. Hier habt ihr förmlich auch wieder den Maintenance-Schalter hier oben links, den Automatikmodus. Die Bügel könnt ihr öffnen, die Gates könnt ihr öffnen und auch die Gates schließen. Um die Bügel zu schließen, wenn wir sie offen haben, müsst ihr an die Wägen rangehen und den oberen Knopf drücken. Den oberen Knopf drücken, den oberen Knopf drücken und den oberen Knopf drücken. Bei solchen Mack Rides Extreme Spinner Coaster sind die Bügel nämlich automatisch. Die gehen dann automatisch zu. Dadurch, dass wir aber das System doppelt überprüfen müssen, müssen wir jetzt dann nochmal auf den oberen Knopf drücken und das System überprüft sich selbst, ob alle Bügel richtig zu sind. Und das müssen wir an jedem Bügel machen. Ist besonders wichtig, wenn wir nachher im Gastbetrieb sind. Erst dann, sobald jeder Bügel hier doppelt überprüft worden ist mit dem oberen Knopf, kriegen wir die Freigabe. Mit dem unteren Knopf können wir die Bügel öffnen. Ist zum Beispiel interessant, wenn wir eine Evakuierung durchführen müssen. Dann kommt der untere Knopf dann zur Auswahl zur Benutzung. Wir gehen hier, ihr seht auch wieder, das Main Panel, Statistik, Manual Settings und die Checkliste. Die Checkliste bearbeiten wir jetzt erstmal direkt. Das heißt, wir gehen wieder in den Maintenance-Modus und schalten den Launch Test 2 an. So, drücken wieder auf Testing, aktivieren ihn mit dem Dispatch. Hier müssen wir jetzt einmal auf Manual Settings gehen, drücken einmal auf Launch 2 und aktivieren dann hier den Test nochmal. Sobald wir das gemacht haben, können wir dann auch hier unten auf Station drücken und den kompletten Zug einmal aus der Station raus befördern. Dieser ist jetzt auf der Strecke unterwegs und kommt jetzt gleich hier unten am Launch 2 an. Ja, braucht kurz und da ist er auch schon. Beim Launch-Test bleibt er jetzt hier auf dem Launch stehen.
Das heißt, wir gehen jetzt her, wechseln wieder auf Launch 2, machen einmal Reset Launch. Zum Aktivieren müssen wir immer die beiden Dispatch-Knöpfe drücken. Im VR-Modus, ist glaube ich auch mal noch wichtig zum Erwähnen, müsst ihr immer gucken, dass ihr mit beiden Händen gleichzeitig die Dispatch-Knöpfe drückt. Jetzt im normalen Modus ist das recht egal. Wir drücken auf Dispatch und dann fährt der Zug auf seine Ausgangsposition zurück. Genau hier. Und dann können wir ihn auch schon loslaunchen. Bei dem Launch wurde einmal kurz ein bisschen zurückgelauncht und fährt dann mit voller Geschwindigkeit auf den Top End nach oben. Und sobald das drüber geschafft hat, ist der Launch Test 2 auch schon fertig. Wir aktivieren mal Test 3. So, der Launch Test 3 funktioniert genauso wie der Launch Test 2. Das heißt, wir aktivieren auch hier wieder den Test. Müssen wir natürlich darauf achten, das habe ich gerade nicht so ganz gemacht, deswegen einmal ein kurzer Cut gewesen, damit dass der Block auch frei ist, damit wir ihn aktivieren. Sobald er aktiviert ist, es ist dasselbe Prinzip wie beim Launch Test 2. Der Zug fährt jetzt hier gleich auf den dritten Launch drauf, bremst ab, wir müssen ihn resetten und wieder weglaunchen. Eigentlich sehr schnelles und einfaches Spiel. So, da steht er. Wir machen einmal einen Reset-Launch. Steht auch schon in der richtigen Position. Und schicken ihn wieder final weg. Genau, er fährt auch hier wieder einmal zurück. Es sieht immer knapp aus, aber er schafft es jedes Mal, dass er nicht über diese Kuppel da hinten drüber fährt. Ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwann der erste User kommt und sagt, der ist über die Kuppe gerollt. Genau, jetzt fährt er wieder einmal bis in die Station und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, der Zug ist wieder da. Wir schreien laut Hurra. Das machen wir nochmal. Der Zug hat seine Runde beendet und ist jetzt wieder hier. Wir machen weiter. Der E-Stop-Button-Test. Wer hätte es anders gedacht? Wir müssen jetzt jeden E-Stop einmal drücken. Hier auf der Anlage haben wir 4 Stück. Einmal den hier am Hauptpanel. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite hier rüber gehen. Hier an dem Panel haben wir einmal einen. Klettern nochmal rüber. Haben wir hier einmal noch einen Button. Und hier draußen auf der Switch, sobald wir einmal den Kasten hoch machen, versteckt sich hier auch nochmal ein. So, dann haben wir den Test auch schon soweit beendet. Gut, was haben wir dann noch? Einmal resetten natürlich. Jetzt müssen wir noch einen Test-Ride machen, also einen Ride-Test. Wir starten den Test, machen einmal manuell, im Maintenance-Modus schicken wir einmal den Zug aus der Station raus und wechseln jetzt auf den Automatik-Modus. Dann fährt er eine wunderschöne Runde. Was noch wichtig ist zu erwähnen, wenn ihr in der Station, bzw. wenn ihr hier an dem Pult steht, während dem normalen Betrieb, müsst ihr den Dispatch-Knopf so lange gedrückt halten, bis der Zug fertig rausgelauncht ist. Lasst ihr den Dispatch los und der Zug steht noch hier auf der Strecke, bleibt er auch direkt stehen. Das heißt, dann müsst ihr einmal den Zug auch dort wieder zurückfahren und resetten. Das betrifft auch die beiden Bügelkontrollpulte von den Kollegen hier drüben. Ihr müsst so lange gedrückt halten, bis der Zug aus der Station raus ist. Und dadurch, dass der Zug gerade raus ist, warten wir, bis er wieder rein ist. Boah, bin ich heute schlecht mit Überleitungen. So, der Zug ist wieder da und wir bringen es wieder in Ausgangsposition zurück. Das heißt, wir schalten wieder, Maintenance haben wir ja schon aus, schalten noch den allgemeinen Hauptschalter aus und machen das Licht aus. Gut, damit ist Neutron für den Tag auch schon wieder fertig getestet und wir können weitergehen. Weiter durch so ein bisschen idyllische kleine Stadt. Raus aufs, ich sag mal, ein bisschen ländliche, beziehungsweise auf unseren Hafen. Und am Hafen finden wir auch schon unsere nächste Attraktion. Wir gehen zu Storm, ein Mach Rides Power Splash. Und machen hier einmal kurz die Teste.
Das ist eine Anlage, die geht recht schnell zum Testen. Ihr seht auch hier wieder, alle Funktionen sind gleich da wie bei allen anderen. Immer findet ihr noch so ein paar Lichtschalter, um noch ein bisschen mehr Beleuchtung reinzubringen. Wir schalten den Ride an. Auch hier haben wir wieder das Main Panel, Statistik, den Manual und die Checklist. Bei dem Pult habt ihr einmal hier unten die 2 Dispatch-Knöpfe und hier links einmal für die Eingangsgates, für die Exit-Gates, das ist einmal hier drüben das Gate und auch hier das Mitarbeitertor und für die Bügel einen jeweiligen Knopf. Wir starten jetzt erstmal direkt mit einem Rotationstest. Dazu natürlich noch den Maintenance-Modus aktivieren und mit Dispatch starten. Rotationstest ganz einfach. Die Drehplattform hier dreht sich einmal in die eine Richtung nach draußen und dreht sich auch wieder zurück. Also, ja, recht spannende Geschichte, würde ich mal sagen. Aber bei der Attraktion gehen die Checkliste eigentlich recht schnell. Und damit haben wir den Rotationstest auch wieder erfolgreich beendet. Jetzt kommt wieder der obligatorische E-Stop-Button-Test. Das heißt, wir starten den Test. Wir haben einmal natürlich am Hauptsteuerpult den E-Stop. Wir haben auf der linken Seite hier einmal einen Kontrollpult. Haben hier einmal einen E-Stop. Und auf der anderen Seite hier drüben haben wir einmal einen. So. Sobald die gedrückt sind, es ist jetzt schon hier grün, müssen wir noch einmal auf Manual gehen und Reset gehen, damit die Anlage wieder betriebsbereit ist. Jetzt führen wir einmal einen Pumpentest durch. Das heißt, hier hinten im Splash-Bereich wird jetzt einmal das Wasser abgepumpt und füllt sich auch gleich wieder auf, um einmal zu überprüfen, ob die Pumpen richtig funktionieren oder ob da irgendeine Störung vorliegt. Sobald der Pumpentest beendet ist, gehen wir auch schon weiter zum nächsten. Der Harness-Test, Bügeltest. Wir aktivieren ihn, machen einmal über den Knopf die Bügel auf. Können auch einmal hier sehen, okay, alle Bügel sind offen. Machen über den Knopf wieder die Bügel zu. Und wir sehen, alle Bügel sind geschlossen, der Test ist beendet. Und dann machen wir noch den Ride-Test oder den Test-Ride, je nachdem, welche Schrift man als erstes liest auf dem Display. Damit fährt jetzt einfach das Boot eine Runde und kommt dann wieder zurück in die Station. Wir sind wieder zurück, der Test ist beendet. Ich zeige euch jetzt mal hier mal noch schnell, wie ihr ein zweites Boot auf die Strecke kriegt. In dem Fall solltet ihr gucken, dass vor euch nicht gerade ein Boot steht. Es kommt nicht immer so ganz so gut. Das heißt, wir schicken das jetzt mal kurz obligatorisch weg und gehen einmal hintere in die Wartungshalle rein. So, hier befindet sich die Wartungshalle und da habt ihr das Boot. Einmal mit dem Druck auf diesen Schalter geht auch direkt das Rolltor nach oben. Das hier muss ich euch kurz erklären. Wir sind im Maintenance-Modus. Das heißt, wir müssen gucken, dass auch unsere Anlagen gut gewartet sind. Ansonsten bekommen wir Störungen rein. Störungen wollen wir nicht, also müssen wir gucken, dass unsere Boote, in dem Fall hier, immer gut gewartet sind und auf 100%. Ihr seht jetzt schon, Boot Nummer 1 ist hier ein bisschen abgenutzter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass bei Boot 1 eine Störung kommt, ist ein bisschen höher als bei Boot 2. Dementsprechend, um die Bahn bzw. die Boote jetzt hier wieder hochzuheilen oder zu reparieren, müssen sie einfach nur hier auf dem Abstellgleis stehen. Dann funktioniert das schon von alleine. Sobald wir das Rolltor offen haben, können wir auch hier jetzt über Park-Out für mich das Boot direkt rausholen lassen und auf die Stelle stellen. Mache ich jetzt mal nicht, lasse ich nachher mal von der Automatik machen, damit wir das nachher mal ein bisschen besser sehen können. Damit ist Storm auch schon beendet. Wir haben alle Kleinigkeiten bzw. die komplette Checkliste abgearbeitet und gehen jetzt weiter zur nächsten Attraktion. Das heißt, wir schalten einmal aus und gehen nicht nach Hause. Gehen wir weiter, haben wir hier auf der linken Seite einmal das Feuerwerk. Dazu muss es aber abends sein, um es sich anzuschauen. Haben wir das Chewbacca Burger, unser Restaurant. Das schauen wir uns an, wenn wir gleich Gäste drin haben. Und dann laufen wir hier links weiter.
Weil hier kommt die nächste Attraktion mit der Checkliste. Torbein. Oder Turbine im Deutschen. Torbein, ich nenne es ja gern... Was ist eigentlich jetzt die richtige Aussprache? Torbein oder Turbine? Turbine. Ist im Deutschen. Turbine ist es im Englischen. Ja, ich sag gern Torbein. Okay, Turbine. Turbine ist ein Starshape von der Firma Zierer. Und ich sag's wie immer aufs Neue. Ihr seht, der Aufbau ist wieder recht ähnlich. Immer dieselben Sachen. Hier habt ihr wieder ein paar Lichtschalter. Wir schalten mal die Anlage an. Hier bei der Anlage habt ihr zum Steuern einmal das Eingangstor hier. Genauso wie das Ausgangstor hier drüben. Ihr könnt einmal die Bügel von hier aus öffnen und müsst aber auch einmal hier rausgehen, um dieses Einlasstor zu öffnen. Wie wir die Bügel zumachen, sehen wir gleich, wenn wir die Checkliste abarbeiten. Auf dem Display haben wir auch wieder Main, Statistik, Manual und die Checkliste. Unter Manual könnt ihr auch wieder ein bisschen händisch fahren, um ein bisschen die Attraktion richtig einparken zu können oder wenn ihr andere Tests durchführen wollt. Wir machen jetzt aber die Checkliste durch, sodass wir wieder für den Tag vorbereitet sind. Gehen in den Maintenance-Modus und machen den Pedestal-Test. Pedestal Floor, den Bodentest. Wir fahren den Boden einmal kurz automatisch nach unten. Da sind wir jetzt angekommen. Und nach einem kurzen Zeitraum fährt der Boden auch schon wieder nach oben. Und. Angekommen. Dann machen wir den E-Stop-Test. Aktivieren diesen. Bei der Anlage praktisch. Wir haben nur einen E-Stop. Den drücken wir rein. Ziehen ihn wieder raus. Und dann ist der auch schon durch. Resetten müssen wir auch noch. Ist nur nicht eingebaut. Dann machen wir einen Test-Ride. Bei der Attraktion, das fährt jetzt nicht sein normales Fahrprogramm, sondern hat ein spezielles Testfahrprogramm. Das heißt, ihr werdet jetzt sehen, das fährt jetzt erstmal das Gondelkreuz einmal ein bisschen in die eine Richtung, bremst dann wieder ab, fährt wieder in die andere Richtung, bremst dann auch schon wieder ab und schwingt dann einmal von uns aus gesehen jetzt nach rechts. Und ein bisschen höher noch. Ja, das reicht aber auch schon. Ich sag, das reicht. So, genau. Und fährt jetzt noch ein bisschen nach links. So. Sobald es das gemacht hat, parkt der Arm auch schon wieder ein. Der Boden fährt hoch und der Test ist beendet. So, dann haben wir jetzt noch den Bügeltest. Das heißt, wir starten den Bügeltest, aktivieren diesen. Jetzt müssen wir aber, weil die Bügel gehen nur an einzelnen Stellen zu. Das heißt, wir müssen jetzt einmal selbst nach draußen laufen und an jeder Gondel haben wir einmal hier dieses Panel. Wir können damit die Bügel sperren, sodass sie nicht mehr aufgehen und unten die Bügel direkt schließen und auch nochmal öffnen. Dann schließen sich die Bügel und für alle, die fragen, ja, die fahren auch wirklich beim echten Zierer Starshape automatisch zu. Und das machen wir jetzt erstmal bei jeder einzelne Gondelarm, somit dass alle Bügel dazu sind. Natürlich überprüfen wir auch, dass alle Bügel ordnungsgemäß zu sind und gehen dann einmal hier rein. Ihr seht, Harness-Test beendet, alles durch, traumhaft. Wir schließen hier die Tür, gehen aus dem Maintenance-Modus raus, schalten die Anlage aus und sind schon mit dem Starshape fertig. Puh. So, jetzt haben wir 2 schnelle Attraktionen hinter uns. Ich glaube, es wird wieder Zeit für ein bisschen was Längeres. Wenn wir im Park weitergehen, haben wir jetzt auch noch eine Mug Rides Wilde Maus. Ja, schöne Anlage. In dem Fall hier eine alte Anlage. Und ich glaube,
in dem Fall, ich zeige euch jetzt zwar, was wir machen. Wir laufen nämlich jetzt erstmal hier nach oben. Ist ein bisschen duster, ich weiß. Aber hier oben haben wir dann auch schon wieder unsere Wartungslichter. Ich zeige euch jetzt mal, ich zeige euch das Bild. Und unerwartet erklärt euch Tillmann, was wir jetzt für Teste machen und wie wir bei den Testen vorgehen müssen. Was, wieso? Damit du auch was dazu sagen hast. Achso, damit ich auch was zu sagen habe. Ja, ich du weiß bist nicht, der ob ich wilde so viel zu sagen Maus-Experte. Oh, Katastrophe. Ich bin kein wilde Maus-Experte. Das sind grottenvoll schlimme Anlagen. So. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist ja schon mal... danke fürs Soundboard. Du hast ja schon mal angemacht. Das ist wundervoll. So wie bei allen anderen Anlagen auch, gehen wir dann erstmal wieder ganz normal Wartungsmodus anmachen. Genau, sehr schön. Die Türen gehen dann auch von alleine auf. Und dann machen wir mal die Checkliste auf. Wir haben hier 5 Tests. Ich muss es ja gerade bei mir nochmal aufmachen. Währenddessen er fährt, sortierter bin. wir haben auch natürlich wieder die Statistik, das Main Panel und auch wieder manuelle Settings. Hier könnt ihr auch einstellen, welche Trims ausgeschalten sein sollten. Aber es gehen maximal nur 2 Stück. Sonst kriegen die Bahnen die Züge zu viel Speed drauf. So, aber jetzt weiter. Ja, wunderbar. Wir fangen eigentlich erstmal mit dem Lift-Test an. Das ist ganz normal wieder anwählen, dann über die Dispatch-Knöpfe bestätigen. Das können wir uns jetzt auch angucken. Der Lift wird jetzt einmal hochgefahren, die andere Seite wieder nach unten. Ich weiß gar nicht, fährt er danach noch zurück? Ich glaube nicht. Ja, doch? Okay. Er fährt zurück. Also er fährt jetzt eigentlich einmal beide Referenzpunkte an, um dann zu wissen, wo die Anlage steht. Wunderbar. Dann können wir mit dem nächsten Test weitermachen. Das ist dann der Brake-Test. Genau. Auch einmal anwählen, starten. Jetzt werden die Bremsen einmal angesteuert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die gehen einmal auf, wieder zu. Genau. Zu und wieder auf. So rum war's. Und das machen sie 2-mal. Genau. Das ist eigentlich wieder so ein bisschen vorbildsgetreu. Die Anlage misst damit eigentlich die Schalter, die an den Bremsen sind, aus. Das heißt, die werden ja überwacht von einem Schalter. Und dann weiß die Anlage, ja, okay, die Bremse öffnet und schließt auch wirklich. Wir machen jetzt erstmal die unteren beiden Tests. Da fangen wir dann bei dem rechten an. Das ist der Bügeltest. Sven weiß schon, warum ich das mache. Er lacht schon. Genau, den starten wir auch wieder ganz normal. Jetzt muss man einmal übers Pult die Bügel aufmachen. Und dann die Verriegelung auf dem Pult wieder an und dann die Bügel schließen. Sehr schön machst du das. Zum Bügel schließen ist gesagt, einfach auf den Bügel gehen. Ihr seht auch, sobald ihr einmal den grünen Punkt habt, könnt ihr die Bügel schließen. Im selben Fall, wenn jetzt wir im Maintenance-Modus sind, können wir auch über die Bügel, direkt die Bügel öffnen, für eine Evakuierung zum Beispiel. Wunderbar. Hast du schon mal sehr fein gemacht. Das ist jetzt auch erledigt. Als nächstes kommt dann die Probefahrt. Aber es fährt nichts. Ich glaube, du musst dafür tatsächlich jetzt einmal den Wartungsbetrieb ausmachen und dir Dispatch holen und abschicken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Absolut richtig. Wir gehen einmal dafür aus dem Wartungsmodus raus, stellen einmal diesen Drehschalter einmal auf Single Operations, sodass wir hier auch alleine bedienen können. Hier steht schon auf Player, müssen uns einmal hier die Freigabe geben und einmal dann die Hauptfreigabe. Das müssen wir jetzt einmal mit allen Zügen machen, die aktuell auf der Strecke sind. Also wir haben immer 5 Züge. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 Züge. 6 Züge sind standardgemäß drauf, währenddessen 3 Züge noch hier hinten geparkt sind.
Ihr könnt es auch variieren, dass da nur 5 Züge drauf sind. Ein Platz ist hier nämlich noch frei. Ihr müsst aber die Züge, die hier drin sind in der Wartungshalle, nicht nochmal extra für den Test rausholen. Es reichen, wenn die Züge, die hier drauf sind, eine Runde fahren. Ganz vielleicht machst du noch das Rolltor auf. Ich wollte gerade sagen, was noch sinnvoll wäre, wäre das Rolltor. Ansonsten fährt Sonst, nichts mehr. Genau. Kommen die Wagen nicht zurück, das wäre schlecht. Der Testride dauert auch genau so lange, bis wir für mich wieder einmal die ersten 2 Züge in der Station drin stehen haben. Wunderbar. Jetzt warten wir am besten nochmal für den letzten Test, kurz bis alle Fahrzeuge wieder stehen. Wir haben es geschafft, sehr schön. Jetzt kommt eigentlich der leidigste Test, deswegen habe ich ihn auch bis zum Schluss aufgespart. Das ist der Notaustest. Es müssen wieder einmal alle Notausknöpfe gedrückt werden. Das, ich sage mal, leidige ist, dass wir hier 13 Notausschalter haben. Ja, sehr alte Anlage, das Ding, ne? Genau. Also wir haben eigentlich an jeder Block hat so ein nettes Pult, was Sven jetzt gerade aufgemacht hat. Da muss wirklich dann an jedem Block einmal der Notaus gedrückt werden. Finde ich auch interessant. Jeder Block bis auf die Switch. Stimmt. Da ist keiner verbaut. Wenn ihr euch die Mühe macht, ihr könnt jeden Notausknopf wirklich durch Laufen erreichen. Es funktioniert. Bei der wilden Maus als wichtigen Tipp mal noch mitgegeben. Es gibt eine Taste namens X, mit der kann man sich ducken. So ein bisschen gebückt muss man manchmal laufen, um unter manchen Treppen durchzukommen. Ist halt eine alte Anlage, ne? Richtig. Genau. Ich nutze jetzt einfach mal ganz kurz ein bisschen das Rumgefliege, um hier... Du kannst fliegen? Ich kann fliegen. Um hier einfach mal kurz alle Knöpfe zu drücken. Hier ist auch keiner, genau. Dann haben wir hier. Was lustig ist, merkt euch, welchen Knopf ihr wirklich zu 100% gedrückt habt. Wenn ihr euch denkt, warte mal, bin ich mir jetzt sicher, ob ich den Knopf wirklich gedrückt habe, drückt ihn nochmal. Wenn ihr nämlich nicht alle Knöpfe gedrückt habt, steht da dann zum Beispiel, es sind nur 12 von 13 Knöpfe gedrückt. Es wird euch aber nicht gesagt, welcher nicht gedrückt ist. Das heißt, ihr dürft dann einmal nochmal alle Knöpfe durchgehen. Also schön merken, wo ihr schon wart. Dann kommt ihr zu weniger Problemen. Genau. Was man auch sieht ist, um den Notaus zu drücken, muss das Pult selber nicht aktiviert werden. Also ihr könnt wirklich einfach ausdrücken und braucht da nicht extra das Pult an oder ausmachen. Ah, hast alle erwischt, sehr schön. Genau, ihr müsst es jetzt einmal noch zurücksetzen. Der Test ist zwar abgeschlossen, weil ihr alle Notausknöpfe gedrückt habt. Ihr habt jetzt natürlich trotzdem eine Störung anliegen, die einmal über den Reset zurückgesetzt werden muss. Wunderbar. Dann haben wir eigentlich auch alles. Und das ist richtig. Und wichtig. Ja. So, in dem Fall können wir jetzt einfach wieder die Maintenance rausnehmen und den überall ausschalten. Ihr habt schon gesehen, wir haben hier einerseits eine Switch, wo ihr wieder die Züge rausholen könnt. Und auch hier befindet sich wieder die Anzeige, wie abgenutzt euer Zug ist. Selbe Regel wie beim Powersplash. Wir schalten wieder die Lichter aus, Strom sparen. Ups, so. Und gehen weiter. Genau, die 2 Attraktionen machen wir ganz kurz im Schnelldurchlauf. Wir haben einmal einen Gyro Tower, einmal einen Aussichtsturm. Da habt ihr ein Panel hier unten. Das nutzt ihr im normalen Betrieb eher weniger. Könnt aber hier drüber die Automatik dann ausschalten. Und für Störungsreset habt ihr hier nochmal den Reset dann dafür. Und in der Gondel oben drin habt ihr auch nochmal ein Pult. Hier könnt ihr dann einerseits einmal die Gates bzw. das Tor hier vorne auf und zu machen und die Fahrt starten. Auch hier könnt ihr in den Maintenance-Mode gehen, hoch und runter fahren, Ride Stop, Lichts und so weiter. Eigentlich recht simpel und selbsterklärend. Dasselbe ist auch beim Balloon Race. Kleine Anlage, kleines Steuerpult. Eingang auf, Exit auf,
die Tore hier auf. Dispatch, Notaus, Automatikschalter. Mehr hat die Anlage nicht, mehr braucht sie auch nicht. Parkeisenbahn funktioniert auch recht ähnlich. Wir haben 2 Züge. Beide Züge könnt ihr euch reinsetzen. Und übers H-Menü bekommt ihr einmal nochmal aufgelistet, welche Hotkeys ihr hier habt. Die müsst ihr mit Hotkeys bedienen, weil ihr könnt zum Beispiel kein Gas geben ohne Hotkeys. Mit W und S gebt ihr Gas bzw. fahrt ihr rückwärts. Mit Leertaste könnt ihr bremsen. Mit A könnt ihr Ansagen spielen. Mit D könnt ihr Ansagen spielen. Mit Q macht ihr die Gates auf und zu. Mit Shift Q macht ihr das Licht aus. Ihr könnt alles machen. Wichtig ist, wenn ihr mit der Bahn fahrt und die andere Bahn gerade im Automatikbetrieb ist, ihr bekommt immer eine Durchsage. Zwar nur auf Englisch, aber sie kommt namens I'm leaving now the other station. Wenn diese Durchsage kommt, fährt der andere Zug am anderen Bahnhof los. Genau. Das ist es soweit dazu. Ihr habt hier einmal eine Leuchte, die noch recht wichtig ist. Die In-Station Position. Wenn diese grün leuchtet, dann steht die richtig im Bahnhof, sodass die Gäste ein- und aussteigen. Leuchtet diese nicht, steigen sie nicht ein. Das dazu gesagt. Hier links ein Ausschalter und der KI-Player-Schalter, diesen nicht behotkept. Genau. Das dazu und dann gehen wir auch schon zur letzten großen Attraktion, die wir haben, namens Schauderbook. Von Premier Rides, ein Skyrocket 2, haben wir hier eine schöne Attraktion stehen. So und so. Hier haben wir auch ein paar Teste vor uns. Dazu schalten wir die Anlage an, schalten einmal den Ride Start an und gehen in den Maintenance-Modus. Ihr seht auch hier wieder Main Panel, Statistik, manuelle Settings. Ihr könnt die Rundenzahl einstellen, ihr könnt einstellen, dass ihr manuell fahren wollt. Und wir haben natürlich unsere Checklisten. Und die arbeiten wir jetzt ab. Wir machen einmal den Bügeltest. Wir aktivieren den. Hier gehen die Bügel dann sogar direkt automatisch auf. Und wir machen einmal jeden Bügel direkt hier wunderbar zu, sodass dieser Test abgehakt ist. Dann machen wir den Ride-Stop-Test. Warte mal, wir können keinen Ride-Stop-Test machen. Was ist denn da los? Wir kriegen keine Dispatch-Freigabe. Das liegt daran, dass wir noch unsere Rolltore aufmachen müssen. Wir haben 4 Stück insgesamt. Unten sind 2, hier oben sind 2. Weil beim Ride-Stop-Test wird die Anlage bewegt, der Zug fährt und dazu muss die Anlage auch frei sein. So, sobald die Tore offen sind, das braucht ihr mal einen kurzen Moment, können wir hier reingehen und versuchen. Wir bekommen immer noch keine Freigabe. Okay, in dem Fall müssen wir natürlich noch diese beiden Türen hier zumachen, damit wirklich die Sicherheit gegeben ist, dass nichts passieren kann. Jetzt können wir ihn aber starten, Ride Stop und starten und hier oben drücken wir direkt auf den Ride Stop Knopf. Ihr könnt warten, wie lange ihr wollt, um den zu drücken. Irgendwann müsst ihr ihn aber halt mal drücken. Um ihn wieder zu beheben, wir ziehen ihn raus, drücken wieder auf Dispatch und dann fährt der Zug direkt wieder rückwärts in die Station rein. Braucht jetzt einen kurzen Moment. Und da steht er auch schon. Dann haben wir den E-Button-Test, E-Stop-Button-Test. Klassisch, wie wir ihn schon gewohnt sind. Wir drücken einmal auf den E-Stop. Achtung, jetzt beginnt gleich ein bisschen lautes Gepiepe. So, und können ihn auch wieder direkt rausziehen. Und das müssen wir auch noch einmal hier drüben am anderen Pult machen. So und so. Sobald beide Buttons einmal gut gedrückt sind, können wir über den Knopf hier drüben den Alarm wieder ausschalten. Machen dann einmal den Emergency Stop Reset, drücken den und drücken einmal auf diesen Reset-Knopf und müssen den dann einmal mit den Dispatch-Buttons bestätigen. Und der letzte Test heißt Test Drive. Für den Fall, ich mache jetzt einmal ganz kurz die Musik in der Station an, um euch noch was Kleines zu zeigen.
Bei der Attraktion haben wir einerseits hier auf dem Pult, wieder hier drüben, unsere Knöpfe, um die Bügel zu öffnen, um die Gates zu öffnen und zu schließen. Diese Attraktion hat aber keine automatischen Bügel. Das heißt, wir rufen unseren Kollegen übers Walkie-Talkie. Der läuft, sobald wir ihn einschalten, läuft der dann auch direkt los. So, läuft los. Wir laufen natürlich auch los, machen einmal kurz alle Bügel zu. So und so. Gehen hier rein, schließen natürlich die Tür hinter uns. Wer schließt die Tür? Und hier, ihr seht es hier oben links, es gibt einen Startsound. Wenn ihr diesen drückt, kommt eine kleine Durchsage. Und sobald kommt das Wort Kopfstütze, könnt ihr gern den Dispatch drücken. Achtung! Nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein und lehnen Sie Ihren Oberkörper an die Rückenlehne und Ihren Kopf gegen die Kopfstütze. Dann passt es nämlich vom Timing perfekt. Die machen wir mal kurz wieder aus, damit es einfach ein bisschen ruhiger ist zum Reden. Der Zug fährt jetzt genau eine Runde, weil wir das so eingestellt haben. Das heißt, er launcht einmal nach vorne, einmal zurück und nochmal nach vorne und ist jetzt gerade da draußen auf der Strecke unterwegs. Sobald er wieder runterkommt, bremst er dann auch direkt ab, fährt dann nochmal einmal durch die Station durch. Einmal da oben natürlich und auch gleich hier unten. Fährt er jetzt einmal durch die Station durch, auf die andere Seite, bremst währenddessen schon ab und beim Rückwärtsfahren schafft das dann auch rechtzeitig in der Station stehen zu bleiben. So, damit ist Schauderburg auch schon durchgetestet. Wir schalten den Maintenance-Modus aus und schließen auch wieder die Anlage. So, jetzt machen wir noch den Notausfall. Die Spannung raus. So, können dann auch wieder den kompletten Anlage verlassen. Hier haben wir hier unten im Mitarbeiterbereich einmal die Lichter für die ganze Attraktion. Und hier oben, das habe ich vergessen zu zeigen, haben wir auch noch das Display, wie abgenutzt der Zug ist. Selbes Spiel wie bei allen anderen. Jetzt ist der Park vorbereitet. Alle Attraktionen sind getestet. Alle Attraktionen haben natürlich einen einwandfreien Zustand. Und jetzt können wir einerseits schon mal sagen, wir nehmen den Park, wir lassen schon mal die Pieps spawnen. So. Machen mal noch die Waiting Time an. Damit schaltet ihr auf den ganzen Parkplänen die Warteanzeigen an. Sowie an den Attraktionen oben selbst auch nochmal die Warteanzeigen. Ja, und dann machen wir die Kassen noch auf, ne? Damit die Gäste auch dann schon mal bezahlen können. Richtig. Die machen wir direkt als erstes auf. Wir haben insgesamt 10 Kassen, 5 pro Seite. Und die Kassen sind standardgemäß auf Automatik. Das heißt, ihr braucht nur noch das Rolltor aufmachen, um die Gäste Bescheid zu geben, dass sie bezahlen können. Hier hinten habt ihr dann noch 2 Schalter. Das eine ist für ein Licht, die anderen für die Ventilatoren. Und wenn ihr das Licht einschaltet, sind auch die Preise hier draußen beleuchtet. Das machen wir jetzt noch schnell einmal hier drüben. Ich habe gehört, heute wird ein bisschen was los sein. So. Währenddessen jetzt die Gäste kommen und sich schon bezahlen können, machen wir jetzt noch die letzte Vorbereitung. Das heißt, wir schalten jetzt alle Anlagen an. Das lassen wir jetzt aber mal von unseren Mitarbeitern übernehmen. Das heißt, ich drücke hier jetzt einfach nur auf Auto-Ride Start, Auto-Ride Start, Auto-Ride Start, Auto-Ride Start, Auto-Ride Start, Auto-Ride Start, Auto-Ride Start und Auto-Ride Start. Ihr bekommt hier oben immer Benachrichtigungen, sobald eine Attraktion komplett fertig ist. Bei Minenblitz und Storm, ihr seht, sind Auto-Ride Start, werden automatisch direkt bei Storm das zweite Boot und bei Minenblitz die 3 Züge, die auf dem Wartungsgleis stehen, noch mit auf die Strecke gebracht. Neutron, da fliegen wir jetzt mal kurz selbst hin und machen das mal kurz händisch. Dort machen wir auch gleich einmal die kompletten Wartebereich auf. Das heißt, wir öffnen hier die Tür und gehen jetzt mal ganz kurz zuerst unter den Lounge entlang. Schalten uns mal kurz auch ein bisschen Licht an, damit wir was sehen.
laufen hier durch, hier geradeaus und hier rein. Hier drin, das machen wir gleich, schalten wir einmal kurz uns ein bisschen Lichter an. Wir machen die Indoor-Lichter an, wir schalten Steam an. Wir wollen ein bisschen Licht am Lounge haben und Smoke. Tracklight lassen wir mal noch aus, Effekte schalten wir an und die Station. Die anderen beiden Schalter, die jetzt gerade aus sind, schalten sich am Abend auch automatisch an. Und die Lichter und Musikanlagen in den Attraktionen kommt je nach Attraktion an, schalten sich manchmal beim Ride Start und manchmal bei der Öffnung von den Wartebereichen. Wir wollen hier auf Neutron noch einen zweiten Zug drauf haben. Dadurch, dass wir nur einen zweiten haben wollen, keinen dritten, müssen wir das aber manuell machen. Das heißt, wir starten die Anlage, gehen in den Maintenance-Modus und laufen einmal auf die Switch und holen uns... Leute, Zug 2 oder Zug 3, was wollt ihr? Beide. Nein, einen nur. Nehmen die 3. Okay. Geht schneller. Steht vorne auf dem ersten Stichgleis. So, dann fahren wir einmal auf das Gleis 3, beziehungsweise auf Gleis 1, um den Zug 3 zu holen. Dazu, ihr seht, ich muss hier die ganze Zeit den Knopf gedrückt halten. Lasse ich los, bleibt die Switch stehen. So, fahren wir noch ein bisschen. Er hält auch automatisch direkt an, sobald wir in der richtigen Position sind. Und sobald es so ein bisschen klackert, so, haben wir auch die richtige Position erreicht und es hat sich verbunden. Wir machen das Rolltor auf und lassen einmal die Fahrzeuge hinausfahren. So, auch dafür gedrückt halten. Ihr könnt auch jetzt hier zum Beispiel Shift C nehmen und gedrückt halten als Hotkey. Und könnt auch dann zuschauen, dass der Zug schön nach draußen fährt. Bitte wartet auch hier, bis der Zug wirklich komplett steht. Genauso, wenn ihr auch den Zug wieder einparkt. Immer warten, bis der Zug komplett drin steht, bevor ihr den Knopf loslasst. Das könnte sonst dazu führen, dass ihr zum Beispiel das Rolltor nicht mehr schließen könnt. Das wollen wir ja nicht. Strom sparen und Energiekosten. Jetzt fahren wir wieder zurück auf Standardgleis nach vorne. Und dann somit habt ihr auch schon den Zug ins System reingeholt. So. Und da haben wir es dann auch schon. Strom schalten wir hier wieder aus und gehen rein. Wir wollen natürlich, dass die Attraktion komplett von unseren Mitarbeitern bedient wird. Also müssen wir erstmal überall den Schalter auf KI stellen. Genauso auch am Hauptsteuerpult. Da müssen wir jetzt natürlich noch den Maintenance-Modus rausnehmen und stellen die Automatik auf an. Jetzt tun die schon förmlich loslegen und losfahren. Wir gehen hier durchs Tor. Hier müssen wir nämlich auch noch unsere Kollegin fürs Einteilen einschalten. Dann macht sie nämlich noch die Türe hier für uns auf. Wir müssen auch die Tür aufmachen. Neutron hat somit die meisten Türen zum Öffnen. Wir wollen heute auch mit der Pre-Show fahren. Also gehen wir jetzt einmal. Machen wir noch die Tür hier auf und laufen hier einmal hindurch. Und merken, hier kommen wir gar nicht weiter. Das ist ja ein bisschen blöd. Also laufen wir wieder zurück. Laufen die Treppen nach oben. Und gehen auf der anderen Seite runter. Wenn ihr mal die Pre-Show nicht mit anhaben wollt, könnt ihr auch einfach diese Tür hier vorne direkt schließen und dann laufen die Gäste direkt die Treppe nach oben. Durch die Tür kommt ihr auch wieder in den Mitarbeiterbereich rein und könnt hier einerseits das Licht für die Pre-Show einschalten und die beiden Pre-Shows aktivieren. Ganz kurz zu den Pre-Shows, um die förmlich zu steuern. Ihr geht förmlich hierher, habt auf beiden Räumen sind die beiden Pre-Shows, könnt ihr unterschiedlich förmlich bespielen lassen. Geht ihr hierher, macht das Panel hier auf, drückt auf Open Door, denn sobald die Pre-Show vorbei ist, öffnet sich der Ausgang hier direkt automatisch. Dann könnt ihr hier rüber gehen, müsst einmal die Türe schließen, lauft wieder vor zum Anfang
Macht dann die Kordel auf, lasst die Gäste reingehen. Ungefähr 36 passen in die Pre-Show rein. Macht die Kordel zu, macht die Türe zur Pre-Show zu und könnt dann die Pre-Show starten. Ihr seht, über der Pre-Show, hier sind einmal Lichter und hier. Die hier drüben sind an, das bedeutet, diese Pre-Show ist fertig und wir können wieder reingehen, um wieder zu beladen. In dem Fall machen wir jetzt einfach mal die Automatik an und laufen einmal ein bisschen mehr durch die Warteschlange. Ihr habt bei Storm, Turbine, Minenblitz und Schauderburg sowie Neutron erweiterbare Queue-Lines, Wartebereich. Das sind immer diese Seile hier, die ihr einfach auf die andere Seite rüberspannen könnt, sodass die Gäste dann direkt auf den anderen Weg laufen und mehr Gäste in den Wartebereich passen. Wir müssen jetzt noch alle Türen fertig öffnen, weil sonst bleiben unsere Gäste irgendwo stehen. Das wollen wir ja nicht. Wir laufen einmal weiter. Können gleichzeitig kontrollieren, dass der Wartebereich in Ordnung ist. Alle Effekte funktionieren natürlich. Und so weiter. Sofort. Hier machen wir noch die Tür auf. Und die Türe noch. Hier habt ihr auch nochmal einen erweiterbaren. Hier habt ihr eine Erweiterbaren. Und das ist hier auch schon die Eingangstür. Die restlichen Anlagen lassen wir jetzt mal, beziehungsweise wir müssen noch bei Neutron auf geöffnet stellen. Und die anderen Anlagen können wir hier einfach mit Auto-Open die Wartebereiche öffnen lassen. Wichtig ist, die erweiterbaren Wartebereiche werden dabei nicht angefasst und bleiben immer gleich. Wir können hier, ihr seht schon, wir haben 460 Tickets verkauft, 771 Personen sind schon da. Machen wir mal vorne das große Parktor auf. Die Gates gehen auch schon auf und damit können die Gäste schon mal hier in den vorderen Bereich gehen. Wir machen noch Musik an, weil das ist ein bisschen schöner. Wir können hier auch als Mitarbeiter an den Kassen tätig sein. Dazu gehen wir hier vor, stellen das Automatik auf manuell und brauchen dann nur noch eingeben. Wir sehen, wir haben ein Kind, drücken auf Kind, auf Pay, dann kriegen wir von denen Geld, genau 35 €, perfekt. Beim Erwachsenen läuft es genauso, nur dass wir auf Erwachsen drücken und direkt, in dem Fall immer passend bekommen. Aber es kann auch passieren jetzt hier, wir haben 60 und müssen halt dann noch die Differenz rausgeben. Recht simpel und funktioniert an jeder Kasse hier vorne genau gleich. Ihr habt gesehen, ihr könnt auch die Kassen per Off ausschalten, dann laufen die Gäste direkt nach draußen. Währenddessen die Gäste jetzt hier noch den Bereich vorstellen, zeige ich euch noch dieses Tor. An dem Tor könnt ihr ein bisschen was machen. Ihr habt einerseits einen Knopf für die Opening-Musik. Wenn wir den drücken, geht ein bisschen extra Musik los. Die dauert genau 3 Minuten. Nach 3 Minuten kommt ein Countdown, womit ihr dann das Tor öffnen könnt. Dazu drückt ihr hier einfach den grünen Knopf. Damit macht ihr es auf. Mit dem roten Knopf macht ihr zu. Wichtig ist, wenn ihr das Tor sobald es ganz offen ist, nur ein bisschen zumacht, laufen die Pieps nicht mehr durch und bleiben dann stehen, wie sie es da vorne gerade schon tun. Der große rote Buzzer ist auch was sehr, sehr Schönes, weil damit kann man einfach ein bisschen Konfetti in die Luft jagen. Ist immer was Schönes. Und damit ist der Park auch schon geöffnet. Die Attraktionen werden bedient und können gesteuert werden und so weiter. Was nun aber auch passieren kann, sind Fehler. Die Störungen sind an den Attraktionen, die sie haben und bekommen, eigentlich relativ gleich. Es gibt eine kleine Störung. Da kommt dann oben ein Text, die und die Attraktion, has a malfunction. In dem Fall müsst ihr nur zu den Attraktionshauptsteuerpulten hingehen und diese übernehmen, in den Maintenance-Modus gehen und einen Reset durchführen. Je nach Attraktion müsst ihr aber noch auf eine Grundeinstellung zurückbringen. Zum Beispiel, ihr könnt Neutron nicht wieder direkt starten, wenn jetzt ein Zug auf einem Lounge steht. Das heißt, der Zug muss erstmal vom Lounge runtergebracht werden. Ihr könnt Clockwork nicht direkt starten, solange ein Zug, solange das Catchcard zum Beispiel noch auf der Strecke unterwegs ist. Das
Das müsst ihr noch manuell runterfahren. Also da müsst ihr erstmal jede Attraktion für mich wieder auf ein Grundniveau bringen. Manche könnt ihr auch direkt wieder starten, zum Beispiel Minenblitz. Sobald der Lift wieder ordentlich steht, könnt ihr einfach direkt wieder loslegen. Dann haben wir noch eine zweite Störung. Das wird euch auch angekündigt mit oben einem Text mit die und die Attraktion has a malfunction, please evacuate the attraction. In dem Fall müsst ihr den Wartebereich sowie alle Züge, Gondeln, Boote, was auch immer, müssen leer sein. Bei Neutron und Minenblitz könnt ihr die Züge bzw. die Züge direkt auf jedem Block die Bügel öffnen und die Leute evakuieren. Achtet bitte darauf, dass auch die Türen geöffnet sind, sonst bleiben sie noch stehen. Bei den anderen Attraktionen müsst ihr immer die Attraktion noch mal auf die Grundstellung bringen und bei Storm zum Beispiel auch noch die Drehplattform drehen, sodass das Boot wirklich evakuiert werden kann. Sobald ihr das gemacht habt, geht ihr in den Kontrollraum und dann habt ihr statt jetzt hier überall Set Right Off einen Auto-Repair stehen. Wenn ihr diesen drückt, dauert es 15 Minuten von einer eurer bestehenden Mitarbeitern, um die Attraktion zu reparieren. Ihr könnt auch die kleine Störung reparieren lassen, dauert auch eine Zeit, aber keine 15 Minuten. Und man muss betonen, die 15 Minuten sind Echtzeit und keine Ingame-Spielzeit. Das sind die Störungen. Sind ein kleines Feature, muss man sich ein bisschen auch auseinandersetzen mit denen. Falls ihr da, ich zeige euch jetzt hier nicht jede Attraktion. Es ist im Handbuch, was ihr auch unten in der Videobeschreibung findet, auch jede Attraktion beschrieben, wie es genau funktioniert. Und ansonsten einfach mal ausprobieren. Der Era Park ist zum Ausprobieren da, um zu machen, wie ihr es wollt. Die Attraktion lässt zwar nicht unbedingt alles zu, aber das muss man auch mal ein bisschen herausfinden. So. Und eigentlich war das schon der Großteil. Zum Schließen der Attraktion könnt ihr einfach alles wieder rückwirkend machen. Müsst natürlich die Checklisten nicht neu machen zum Schließen, aber am nächsten Tag wieder. Schließen könnt ihr auch über den Kontrollraum machen. Da wird aber auch immer gewartet, bis jede Attraktion komplett leer ist und keine Gäste mehr da ist, bis wirklich das komplette Schließprozedere losgelegt wird. Jetzt zeige ich euch noch kurz unser Burger-Restaurant und das ist die Feuerwerksshow. Zumindest zeige ich euch, wie man die ganz schnell bedienen kann. Das Burger-Restaurant im Hafenbereich zu finden, müsst ihr diese Tore öffnen, habt hier links noch einen Lichtschalter und könnt dann auch schon hier oben alles in Betrieb nehmen. Ihr könnt natürlich auch wieder selbst rangehen. Es ist, ich sage immer so gern, ein Punkt, wo man ein bisschen was spielen kann, beziehungsweise selbst rumprobieren kann, weil es ist einfach auch schön, sich auszuprobieren. Ihr könnt hier wieder auf Automatik schalten oder auf manuell. Im manuell seid ihr dran. Sobald ein Gast da ist, ihr bekommt dann oben angezeigt, was ihr genau produzieren müsst. Das könnt ihr dann hier hinten machen. 2 Tricks zeige ich euch, damit es ein bisschen leichter wird. Ihr seht hier einerseits, wie ein Burger genau gemacht wird. Das Fleisch müsst ihr aber erstmal hier drüben anbraten. Das liegt noch nicht angebraten da drin. Die Pommes müsst ihr auch erstmal frittieren. Dazu einmal das Netz nach oben, die Pommes reinlegen und runterfahren lassen. Das braucht eine Zeit, dann sind sie frittiert. Und Getränke einfach auf die Position eurer Wahl stellen. Kassieren. Oh, jetzt können wir auch einmal kurz machen, wenn schon hier einer steht. Er möchte einen Cheese Salad und eine Spritty. Das heißt, wir wählen jetzt hier aus Spritty und ein Cheese Salad Burger und bereiten das jetzt mal zu. Hier einmal aufs Tablet drücken, damit die ausgelegt werden. Spritty habe ich schon richtig gemacht, das kann ich schon direkt hier draufstellen. Und dann machen wir noch kurz einen Burger. Das heißt, wir wählen einmal die Packung aus, holen uns einmal den Boden. Unser Fleisch ist auch schon durch und dann können wir es einfach zusammenstellen. Cheese Salad ist der hier drüben. Das heißt, wir brauchen einmal einen Käse, einen Salat, Ketchup und den Deckel drauf.
Dann klappen wir das Ganze zu, nehmen es mit und stellen es hier drauf. Jetzt müssen wir nur noch auf Pay drücken, dann bekommen wir das Geld von ihm. Da haben wir 10 Euro, also geben wir 4 raus und alle sind happy. Und das ist auch schon der Burgerladen. Mehr gibt's nicht. Puh. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum letzten. Und dazu machen wir es einmal ein bisschen ruhiger und ein bisschen dunkler. Wir sehen uns gleich. So, jetzt fehlt nur noch eine Sache. Und das ist natürlich das Highlight des Tages. Unsere Feuerwerksshow. Damit ihr euch nicht wundert, ja, wir haben einen kurzen Cut gemacht. Die Attraktionen haben schon geschlossen, unsere Gäste sind schon raus. Das Feuerwerksshow ist nämlich noch ein bisschen im Test und wird erst im Sommer veröffentlicht für die Gäste hier. Jetzt wird euch einmal der Tillmann wieder da durchführen, was ihr am Feuerwerk machen könnt, wie es genau funktioniert und was man zu beachten hat. Genau. Ja, also eigentlich ist es relativ simpel. Ich werde jetzt mal nicht so genau auf die Ansage eingehen, die ihr noch aus dem Kontrollraum rausspielen könnt. Das könnt ihr dann nachher selber so steuern, handhaben, wie auch immer ihr es wollt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Kontrollraum vom Feuerwerk rein. So, drinnen angekommen, machen wir hinter uns noch die Tür zu und das Licht an. Und dann haben wir auf der linken Seite vom Fenster erstmal 2 Knöpfe, um die Rollladen jeweils zu öffnen. Machen wir dann mal als nächstes. Und dann würden wir uns einfach mal vorne an das Feuerwerkspult stellen. Wir haben jetzt hier unten 4 Knöpfe, 4 grüne Knöpfe, mit denen wir Einstellungen vornehmen können. Rechts haben wir nachher den Schussknopf und dann haben wir links 2 Schlüsselschalter. Der obere Schlüsselschalter ist erstmal, um die Steuerung überhaupt einzuschalten. Das dauert dann einen kleinen Moment, dass die hochfährt sozusagen. Und jetzt ist das Ganze auch schon an und wir sehen jetzt, welche Einstellungen wir hier haben. Ich gehe die jetzt so durch, wie es von der Reihenfolge her Sinn macht. Also wie ich das Feuerwerk steuern würde. Das allererste, was ich immer erstmal mache, ist mal Testfeuerwerk. Dafür nehme ich den Knopf ganz rechts, drücke da einmal drauf. Genau. Und jetzt, um dieses Testfeuerwerk zu starten, müssen wir den zweiten Schlüsselschalter verwenden. Das ist der sogenannte Firing Mode. Durch Aktivieren ist es jetzt nicht mehr möglich, die angewählte Einstellung zu deaktivieren oder andere Einstellungen anzuwählen. Stattdessen blinkt jetzt aber der rote Startknopf, um sozusagen das Testfeuerwerk einmal zu starten. Das machen wir jetzt einfach einmal. Es werden eigentlich einfach nur 3 Schüsse abgegeben. Das ist sozusagen einfach nur einmal, um zu gucken, ob die Steuerung auch wirklich funktioniert. Wir haben jetzt festgestellt, dass sie funktioniert. Machen jetzt den Firing Mode wieder aus und wählen das Testfeuerwerk ab. So, jetzt können wir ganz auf der linken Seite die Schaltfläche Pre-Music Active verwenden. Durch Aktivieren startet automatisch die Pre-Show. Das heißt, es geht die Musik an, die Fontänen gehen an mit dem Wassermapping zur Show. Ab diesem Zeitpunkt werden auch die Gäste, die im Park sind, primär als Ziel das Feuerwerk aufsuchen und sich im Park verteilen, um das Feuerwerk zu sehen. Wir haben da unterschiedliche Flächen. Die haben wir jetzt gerade hier schon mal ein bisschen abgeflogen. Also es ist hauptsächlich im Bereich um das Feuerwerk herum, auch ein bisschen weiter entfernt und nicht nur vorne auf diesem Platz. Wir können jetzt mit dem zweiten grünen Knopf von links gesehen noch ein Jingle spielen, um eigentlich die Gäste noch mal ein bisschen auf das Feuerwerk aufmerksam zu machen. Der würde jetzt einmal durchlaufen und wenn er durchgelaufen ist, dann ist die grüne Schaltfläche auch wieder aus. Bitte achten Sie aus Rücksichtnahme auf andere Gäste, insbesondere Kinder, darauf, während der Show nicht zu rauchen. Wir bitten Sie ebenfalls auf Fotoblitz und Videolampen zu verzichten. Vielen Dank. Dear guests, in just a few moments our nighttime spectacular time will light up the sky. Discover a world of firework and sound. Please refrain from smoking during our show. We also want to ask you to refrain from using photo flashes or video lights. Thank you. Wunderbar.
Gut, wir nehmen jetzt also einfach mal an, wir haben jetzt hier lange genug gewartet, es sind alle Gäste da, wir wollen das Feuerwerk jetzt starten. Wir müssen die Pre-Show dafür nicht wieder ausmachen. Würdet ihr diese jetzt ausmachen, würden die Gäste einfach weglaufen. Das wollen wir natürlich nicht. Darf ich ganz kurz reinreden? Ja. Um die Gäste wieder dazu zu bringen, dass sie weglaufen, reicht es nicht aus, nur die Pre-Show auszuschalten, sondern das komplette Panel muss aus sein. Ah, okay, gut. Das ist dann neu für mich. Ich kenne das noch, dass wenn grün aus war, dass sie laufen. Schön, habe ich auch wieder was dazu gelernt. Gefällt mir. Gut. Also, ihr könnt dann theoretisch die Pre-Show auch vorher ausmachen. Ich mache es gerne in einem fließenden Übergang. Dafür wähle ich jetzt noch die Schaltfläche Firework Music Active einmal an. Ich kann das Feuerwerk auch ohne die Musik starten, aber mit Musik ist natürlich schöner. Jetzt aktiviert ihr wieder den Firing Mode mit dem unteren Schlüsselschalter und seht schon, der rote Knopf blinkt wieder. Durch Drücken darauf würde jetzt automatisch die Pre-Show beendet werden. Warum tun sie das? Die Pre-Show ist beendet. Die Pre-Show ist beendet, okay. Ja, also durch Drücken darauf würde auch automatisch die Pre-Show beendet werden und ihr würdet dann, das Feuerwerk würde mitsamt der Musik gestartet werden, die passend dazu gehört. Nach Ende macht ihr eigentlich nur den Firing Mode und das Pult wieder aus. Ihr habt jetzt neben der Feuerwerkssteuerung, habt ihr links noch ein Panel, um die Beleuchtung direkt auf dem Vorplatz vom Feuerwerk auszumachen. Das ist allerdings lediglich dieser Bereich. Der Rest an Licht im Park bleibt an. Ja, das war auch schon das Feuerwerkpult soweit. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht zeigen wollen. Ihr könnt es euch selber anschauen. Ist auf jeden Fall sehr schön. Genau, das Feuerwerk zeigen wir nicht. Auch ein bisschen YouTube-Copyright. Könnte sein, dass das ein bisschen schwierig sein könnte. Deswegen zeigen wir euch das Feuerwerk nicht. Ist einfach mal auch schön für euch selbst zu erleben. Was man noch sagen kann, währenddessen das Feuerwerk läuft trotzdem noch die normale Parkmusik. Ich zeige euch jetzt mal kurz einen Trick, wie ihr in diesem kompletten Portbereich die Parkmusik noch ausschalten könnt. Damit, falls sie euch stört, ihr es ja ausschalten könnt. Dazu müsst ihr einfach nur hier vorne an den Soundcontroller bzw. an die Musikbox gehen und müsst hier Durchschalten auf Port gehen und reicht, wenn ihr hier links nur auf den Ausschalten geht. Dann läuft überall zwar die Musik noch, aber in diesem ganzen Portbereich bzw. im Hafenbereich läuft keine mehr, außer die Feuerwerksmusik. Genau, ganz wichtig ist nur, ich fand das jetzt gerade so ein bisschen verwirrend, die Beschreibung von dir, dass auch wirklich dann der linke Stoppknopf genommen wird. Wenn ihr den rechten benutzt, macht ihr immer alle Bereiche aus. Das ist ganz wichtig. Richtig. So Leute, das war das Tutorial zum Aeropark. Die wichtigsten Sachen habe ich euch gezeigt. Viele könnt ihr ausprobieren und bei Fragen sind wir natürlich auf unserem Discord-Server jederzeit zur Verfügung. Aber auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Richtig. Absolut. Und wichtig. Richtig. Genau. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr überhaupt dieses Projekt spielt. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr beiden mit dabei wart, auch wenn ihr nicht so viel Redeanteil bekommen habt, wie wahrscheinlich geplant. Sehr gerne. Du hast es sehr gut durchgezogen und ich hab's einfach still und heimlich genossen. Passt schon. Gesundheit. Gut. Danke. In dem Sinne würde ich sagen, willkommen bei der verrücktesten Community auf No Limits 2. Bis dann. Und Ciao. viel Spaß im Aeropark. Ciao.